Wenn du eine GmbH gegründet hast, solltest du natürlich wissen, welche steuerlichen Verpflichtungen diese GmbH hat. Und genau diese Frage werden wir in diesem Video beantworten. Ganz wichtiger Hinweis am Anfang. Ich weiß, die meisten von euch werden das wissen. Bei einigen sehe ich aber aus den Kommentaren der anderen Videos immer heraus, dass es da immer wieder Verwirrung gibt. Und zwar ist eine GmbH eine komplett unabhängige Rechtspersönlichkeit. Das heißt, eine GmbH hat mit dir persönlich nichts zu tun. Du als Individuum kannst zwei Rollen innerhalb dieser GmbH haben. Und zwar erstens kannst du der Geschäftsführer sein. Das ist so eine Art, wie so ein Elternteil eigentlich. Das heißt, du sprichst für diese GmbH, oder du kannst der Inhaber sein. Natürlich grundsätzlich auch beides. Aber die GmbH an sich ist von dir persönlich vollkommen losgelöst. Das ist anders als bei einem Einzelunternehmen, wo du als Person ja sowohl das Unternehmen als auch die Privatperson bist. Bei einer GmbH hast du quasi das Unternehmen komplett separiert. Das heißt, wenn ich jetzt über die Steuerpflicht der GmbH spreche, bedeutet das überhaupt gar nicht, dass irgendwie deine Steuerpflicht dadurch irgendwie abgegolten ist. Schauen wir uns aber erst einmal die Steuerpflicht der GmbH an. Die erste Steuerart ist die Umsatzsteuer. Umgangssprachlich auch bekannt als Mehrwertsteuer. Das ist die Steuer, die quasi auf allen deinen Umsätzen ist. Das heißt, wenn deine GmbH eine Rechnung schreibt, beispielsweise über 1.000 €, dann musst du auf diese 1.000 € noch einmal Umsatzsteuer aufschlagen. Der Standardumsatzsteuersatz sind 19% von deinem Umsatz, also auf die 1.000 € kommen dann nochmal 19%, also 190 € obendrauf, und der Rechnungsbetrag sind dann 190 €. Und dann gibt es noch ein paar Sonderregelungen, das heißt, ein paar Umsätze unterliegen nur 7% oder sogar 0%. Das ist aber alles rechtsformunabhängig. Das heißt, sämtliche Regelungen rund um das Umsatzsteuergesetz gelten für dich als GmbH, als GbR, als Einzelunternehmen, quasi für alle. Deswegen ist das ganze Thema Umsatzsteuer für GmbHs auch kein großes Problem, weil das musst du quasi überall beachten, sobald du selbstständig tätig bist. Und du sammelst dann mit deinen Rechnungen immer diese 19, 7 oder 0% Umsatzsteuer ein, und dann hast du einen gesamten Betrag an Umsatzsteuer vereinnahmt von deinen Kunden. Und von dieser gesamten Umsatzsteuer kannst du dann Umsatzsteuerbeträge abziehen, und zwar immer die Beträge, die du selbst an deine Lieferanten und Dienstleister und so weiter gezahlt hast. Du hast ja auch Betriebsausgaben, und in diesen Betriebsausgaben ist ja auch jeweils Umsatzsteuer enthalten. Beispielsweise kaufst du einen neuen Computer für netto 800 €, da sind da 19% Umsatzsteuer auch aufgeschlagen, das heißt 152 €. Das führt dann dazu, dass du tatsächlich bei Mediamarkt, Saturn, Amazon, wo auch immer, nicht 800 € bezahlst, sondern diese 952 €, und die enthaltene Umsatzsteuer, die kannst du dann im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung verrechnen. Das heißt, du rechnest den gesamten Umsatzsteuerbetrag, den du bekommen hast, minus den gesamten Umsatzsteuerbetrag, den du an Lieferanten und Dienstleister gezahlt hast, und was dann rauskommt, ist die sogenannte Zahllast. Und das ist der Betrag, den du dann tatsächlich an das Finanzamt abführen musst und auch an das Finanzamt melden musst. Das Ganze machst du dann im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung, die muss entweder monatlich oder quartalsweise gemacht werden. Dazu habe ich übrigens ein separates Video schon mal aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal, wenn dich die Frequenz mehr interessiert, und einmal im Jahr musst du noch eine Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben. Soweit, so gut und ehrlicherweise auch so unspektakulär. Nur der Vollständigkeit halber einmal hier erwähnt: Du kannst als GmbH tatsächlich auch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Die Kleinunternehmerregelung ist eine Vereinfachungsvorschrift, und wenn du die wählst, dann hast du nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. Also du weist keine Umsatzsteuer aus, du kannst keine Vorsteuergeld machen, du machst keine Umsatzsteuervoranmeldung, du machst keine Umsatzsteuerjahreserklärung und so weiter. Du hast mit dem Thema Umsatzsteuer einfach gar nichts zu tun. Aber ganz, ganz wichtig, das Ganze kannst du nur bis zu gewissen Umsatzgrenzen machen. Und wenn du unter den Grenzen der Kleinunternehmerregelung liegst, dann ergibt ehrlicherweise die ganze Rechtsform GmbH nicht so richtig viel Sinn. Dann hast du so viel Aufwand und so viel Kosten auch, dass sich das meistens gar nicht lohnt, eine GmbH zu gründen. Das heißt, wenn du tatsächlich noch so wenig Umsatz machst, dann solltest du eher als Einzelunternehmen deine Selbstständigkeit betreiben, als eine GmbH zu gründen. Und damit kommen wir zur zweiten Steuerart. Und die zweite Steuerart, die kennst du auch, wenn du Gewerbetreibender bist, also wenn du Einzelunternehmen bist. Und zwar die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer zahlst du basierend auf deinem Gewinn. Das heißt, du machst deine Buchhaltung, einmal im Jahr machst du dann so einen Jahresabschluss, und dann steht unterm Strich ein Gewinn. Und auf diesen Gewinn zahlst du Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist aber leider nicht ganz so einfach, denn die Gewerbesteuer ist nicht einheitlich hoch. Die Gewerbesteuer wird erhoben von der Gemeinde oder der Stadt, in dem deine GmbH ihren Sitz hat. Und jede Gemeinde kann einen Gewerbesteuerhebesatz festlegen, und der hat eine durchaus große Bandbreite. Das führt dazu,
dazu, dass du tatsächlich in einigen Gemeinden in Deutschland weniger Gewerbesteuer bezahlst als in anderen Gemeinden. Grundsätzlich kann man sagen, dass in großen Ballungsräumen die Gewerbesteuer eher ein bisschen hoch ist und in strukturschwächeren Gegenden eher ein wenig niedrig. Deswegen kann ich dir hier an dieser Stelle gar nicht sagen, wie viel Gewerbesteuer du eigentlich für deine GmbH bezahlen musst. Die Steuerlast variiert so zwischen 13, 14 bis 17, 18%. Das heißt, grundsätzlich kannst du sagen, ungefähr zahlst du 15%, in München eher ein bisschen mehr und in Leverkusen zum Beispiel eher ein bisschen weniger. Hier an dieser Stelle noch einmal zwei Hinweise. Und zwar, erstens gibt es keinen Freibetrag. Das heißt, du zahlst diese Gewerbesteuer ab dem ersten Euro Gewinn und dann steigt der Steuersatz aber auch nicht an. Das heißt, der bleibt dann da, wo er ist, egal ob du 1 Euro oder 100 Millionen Euro Gewinn machst. Diesen Freibetrag, den hast du zum Beispiel, wenn du Gewerbetreibender in der Rechtsform eines Einzelunternehmens bist. GmbHs haben diesen Freibetrag nicht. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, die gezahlte Gewerbesteuer irgendwie anzurechnen. Das kennst du vielleicht auch, wenn du eine GbR hast oder ein Einzelunternehmen hast, dass du die gezahlte Gewerbesteuer in deiner eigenen Einkommensteuererklärung anrechnen kannst und dadurch ist die Gewerbesteuer keine tatsächliche wirtschaftliche Belastung. Das gibt es bei der GmbH nicht. Relativ leicht zu erklären, warum? Weil die GmbH keine Einkommensteuer bezahlt. Das heißt, die gezahlte Gewerbesteuer einer GmbH ist tatsächlich eine echte Steuer. Das heißt, du musst sie tatsächlich auch bezahlen und du kannst sie nicht irgendwie verrechnen, du hast keine Freibeträge und gar nichts. Wenn dich das Thema Gewerbesteuer interessiert, dann verlinke ich dir auch dazu einmal ein Video oben rechts. Schau da gerne vorbei. Und damit kommen wir zur dritten Steuerart und zwar der Körperschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer ist sowas wie die Einkommensteuer für Körperschaften, also auch für GmbHs. Die Körperschaftssteuer ist aber im Vergleich zur Einkommensteuer sehr viel einfacher zu berechnen. Und zwar bei der Einkommensteuer kennen wir ja diesen progressiven Steuertarif. Da sind dann die ersten ungefähr 12.000 Euro steuerfrei, das ist der Grundfreibetrag und dann fängt es ganz langsam an mit der Steuer, bis sie dann irgendwann 45% von deinem Einkommen beträgt. Und das alles gibt es bei der Körperschaftssteuer nicht. Die Körperschaftssteuer beträgt 15% von deinem Gewinn. Vollkommen egal, ob du 1 Euro Gewinn machst, ob du 1.000 Euro Gewinn machst oder 1 Milliarde Euro Gewinn machst. Du zahlst auf jeden Euro Gewinn 15% Körperschaftssteuer. Und das war es auch mit der Berechnung. Das führt natürlich dazu, dass je höher dein Gewinn ist, desto steuerlich attraktiver ist die GmbH. Bei 1 Euro Gewinn ist die Körperschaftssteuer höher als die Einkommensteuer. Bei 1 Million oder 1 Milliarde Euro Gewinn ist natürlich die Körperschaftssteuer spürbar niedriger als die Einkommensteuer und so entwickelt die GmbH einen steuerlichen Vorteil im Vergleich zu einem Einzelunternehmen. Aber ehrlicherweise ist damit auch schon alles zur Körperschaftssteuer gesagt. Das heißt, die Berechnung ist da wirklich simpel. Fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Wenn du eine GmbH hast, dann schreibst du Rechnung und bekommst Rechnung. Und diese ganzen, ich würde mal sagen, alltäglichen Transaktionen unterliegen der Umsatzsteuer. Das heißt, diese ganze umsatzsteuerrechtliche Abwicklung, um die musst du dich auf jeden Fall einmal kümmern. Und dann ermittelst du einmal im Jahr den Gewinn deiner GmbH und zahlst darauf erstens 15% Körperschaftssteuer und dann noch einmal je nach Gemeinde und Stadt, in der du ansässig bist, 13 bis 18% Gewerbesteuer. Führt insgesamt dazu, dass deine gesamte steuerliche Belastung auf deinen Gewinn schwankt zwischen 28 und 32%. Deswegen sagt man so pauschal auch ganz häufig, GmbHs zahlen 30% Steuern auf den Gewinn und ehrlicherweise trifft es das meistens denn schon auch recht gut. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, den habe ich am Anfang des Videos schon gemacht, aber diese 30% Steuerbelastung zahlt die GmbH. Das bedeutet aber nicht, dass du persönlich jetzt die verbleibenden 70% ausgeben darfst, weil das Geld gehört ja der GmbH. Machen wir ein einfaches Beispiel. Deine GmbH macht 100.000 Euro Gewinn. Dann zahlt sie erstmal 15% von diesen 100.000 Euro für die Körperschaftssteuer, verbleiben 85%. Dann zahlen sie von diesen 100.000 Euro auch nochmal Gewerbesteuer. Nehmen wir zur Vereinfachung einmal an, dass es zufälligerweise genau 15% ist. Dann werden aus diesen 85.000 Euro 70.000 Euro nach Steuern Gewinn. Das heißt, diese 70.000 Euro sind dann versteuert. Sie gehören aber der GmbH. Das heißt, du privat hast davon gar nichts. Wenn du aber Inhaber, also Gesellschafter der GmbH bist, könntest du jetzt aber hingehen und sagen, diese 70.000 Euro, die schütte ich mir jetzt aus in mein Privatvermögen. Diese Ausschüttung ist dann aber noch einmal steuerpflichtig. Das heißt, du schüttest dir 70.000 Euro aus und musst darauf dann noch einmal 25% Kapitalertragssteuer zahlen. Das heißt, von den verbleibenden 70.000 Euro gehen noch einmal 25% weg und das sind 17.500 Euro. Unterm Strich, voll versteuert in deinem Privatvermögen, bleiben dann also nur noch 52.500 Euro. Das sorgt dafür, dass die gesamte Steuerbelastung auf GmbH
GmbH-Ebene und auf privater Ebene durch die Ausschüttung 47,5% beträgt. Und das ist ein ganz häufiger Irrglaube, weil ich immer wieder höre, dass GmbHs ja steuerlich so viel attraktiver sind. Ja, aber um das Geld privat auch auszugeben, musst du es dann auch noch einmal ausschütten. Und das führt häufig dazu, dass GmbHs gar nicht mehr so attraktiv sind, wie man sich so erzählt. Du hast übrigens auch noch eine zweite Möglichkeit, wie du das Geld aus dieser GmbH herausbekommen kannst. Du bist nämlich vielleicht nicht nur Inhaber, also Gesellschafter dieser GmbH, sondern du kannst dich auch einfach anstellen lassen. Das geht nicht, wenn du ein Einzelunternehmen hast, weil du dich nicht bei dir selbst anstellen kannst. Du kannst dich aber in deiner GmbH anstellen. Und dann hast du folgenden Effekt. Du kannst dir dann monatlich eine Gehaltsabrechnung für deine Arbeit in dieser GmbH erstellen lassen und diese Gehaltsabrechnung, die zahlst du dir dann aus. Und im Rahmen dieser Gehaltsabrechnung zahlst du dann ganz normal Lohnsteuer. Das heißt, die ersten 12.000 Euro sind dann erstmal steuerfrei und dann geht es nach Steuerklassen und so weiter. Das heißt, du hast dann ein paar Lohnsteuerabzüge. Und der Vorteil ist, dass diese Gehaltszahlungen inklusive Gehaltsnebenkosten Betriebsausgaben in der GmbH sind. Das heißt, du schüttest hier jetzt nicht den Nachsteuergewinn im Rahmen von Gehältern aus, sondern du produzierst Kosten für die GmbH und kannst damit den Gewinn der GmbH quasi drücken, bis auf 0, je nachdem, wie hoch dein Gehalt ist. Und das führt dann dazu, dass du auf GmbH-Ebene gar nichts mehr bezahlst, sondern letztendlich nur noch im Rahmen der Gehaltsabrechnung zahlst du deine Lohnsteuer auf privater Ebene. Das ganze Thema hier umfangreich zu behandeln, wird wahrscheinlich den Rahmen dieses Videos sprengen. Wenn es dich aber interessiert, wie bekommst du eigentlich Geld möglichst optimal aus einer GmbH raus, damit du es privat auch ausgeben kannst, dann lass es mich gerne mal im Kommentarbereich wissen und dann nehme ich dazu nochmal ein separates Video auf. Und ansonsten, wenn du Fragen hast zum Thema Besteuerung von GmbHs oder auch UGs, die ja letztendlich GmbHs sind, dann stell mir deine Frage auch gerne im Kommentarbereich und ich versuche dir gerne da weiterzuhelfen. Und wenn du auf der Suche bist nach Buchhaltungsprogrammen, Bankkonten, Steuerberater, auch für deine GmbH, dann schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich dir alle meine Empfehlungen und auch meine eigene Kanzlei verlinkt. Oder du klickst einfach einmal hier und jetzt könntest du auch, wenn du gerade so in dem Modus bist, einfach 1 oder 2 weitere Videos auf diesem Kanal anschauen. Da gibt es ein paar hundert, die ich dir vorbereitet habe, zum Beispiel das hier oder das hier.